Underground 2. Ja, warum wurde dieses Spiel eigentlich so hart gefeiert oder wird teilweise sogar noch gefeiert? Zusammen mit Most Wanted ist es mit das beliebteste Need for Speed aller Zeiten. Und wir gucken heute mal genauso drauf, wie wir es zuletzt mit Most Wanted, Carbon und Pro Street gemacht haben. Ich zeige euch mal das Tuning und sämtliche Spielmodis und was Underground 2 einfach so besonders gemacht hat. Ja, fangen wir einfach mal beim Tuning an. Ich habe hier einfach einen Supra gewählt. Ich muss aber auch sagen, ich spiele hier mit einer Mod. Deswegen sieht das alles hier und da ein bisschen anders aus. Dieses überbelichtete habe ich im Verlauf dann des Videos ausgeschaltet, weil das ist schon ein bisschen sehr hardcore, ne? Das ist schon sehr hell. Aber ja, ihr seht, ihr habt hier halt verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt sehr viel Tuning in Underground 2. Ihr habt hier die Auswahl zwischen Frontstoßstangen, Seitenschwellern, Heckschürzen, Spoilern, Dachspoilern. Und ja, das ist schon mal alles so, was das Bodykit an sich angeht. Motorhauben wollen wir ja auch nicht vergessen, Moment mal, ne? Dann haben wir noch Scheinwerfer, Front- und Heckscheinwerfer, Auspuff, Felgen, ne, ist klar. Und sogar Seitenspiegel. Habe ich was vergessen? Es gab auch noch Breitbausätze. Natürlich, die dürfen wir nicht vergessen. Also ihr konntet halt auch anstatt irgendwelche einzelnen Frontstoßstangen, Heckstoßstangen, bla bla bla, einfach einen ganzen Breitbau draufsetzen. Das Beste war eigentlich immer, wenn ihr eine gute Stoßstange installiert habt, einfach irgendeine, die euch viel Sterne gegeben hat und dann noch einen Breitbau drauf. Hat euch dann nochmal schön geboostet und so an sich Karosserieteile gab es schon sehr, sehr viele und da konnte man dann halt viel rumbasteln. Ich versuche hier natürlich jetzt ein Auto zusammenzubasteln, welches nicht total verreist aussieht. Also es gibt ja natürlich auch ein paar Stoßstangen, die sehen ein bisschen, naja, aus, ne? Damals war das halt ein bisschen anders so vom Geschmack her, aber ich muss sagen, manche Stoßstangen fand ich auch damals schon ultra hässlich. Aber ja, man kann hier trotzdem gute Autos zusammenbauen. Und da hatte man halt wirklich eine riesige Auswahl an Karosserieteilen. Also da hatte man echt wirklich alles, was man wollte eigentlich, ne? Und das ist ja noch lange nicht alles. Weil da gab es noch ganz andere Menüs. Aber lackieren wir den erstmal um. Natürlich gab es auch wieder Vinyl-Editor, aber damals gab es halt nur diese 4 Layer, wo du Sticker draufknallen konntest und das war's. Das ist nicht wie heute. Und da gab es halt auch Unique Vinyls, ganz spezielle Bilder, die ihr da draufkloppen konntest und so weiter. Und da hattest du halt eine kleine Auswahl. Mit der Mod hier habe ich sogar noch ein paar mehr, aber ja, Auto lackieren an sich, Felgen und so weiter, wie man es eigentlich gewohnt ist. Ja, und bis zu dem Punkt sieht unser Auto ja eigentlich schon ganz schick aus. Jetzt gibt es natürlich noch Leistungsupgrades. Das war auch ganz klassisch damals, dass es einfach 3 verschiedene Stufen gab. Ne, normales Paket, mittleres und dann so ein extremes Paket. Und da konntest du dann auch noch verschiedene Hersteller auswählen. Und es war teilweise sogar klüger, jedes Paket zu kaufen und nicht nur Stufe 3, weil teilweise sind ja, Teile aus den älteren Paketen noch mit installiert geblieben und haben dir immer noch einen kleinen extra Boost gegeben quasi an Leistung. Also wenn du immer nur Stufe 3 sofort installiert hast bei neueren Autos, dann wenn du es freigeschaltet hattest, hast du im Grunde Leistung verschenkt. Und dann kommt mein persönliches Highlight, was mir in so ziemlich, ja, in fast jedem Rennspiel heutzutage fehlt. Vor allem auch in einem Forza zum Beispiel oder so. Es gab hier einfach einen Dyno. Also einen Prüfstand. Und da konntest du dein Auto auf seine Leistung prüfen und dann einstellen. Je nachdem, ne, konntest du einstellen für Rundkurs, Drag, alles einzeln, hatte alles seine eigenen Einstellungen. Und das war schon ziemlich geil. Das gibt's heutzutage irgendwie gar nicht. Das fühle ich aber eigentlich sehr bei Rennspielen, weil man muss ja nicht immer nur raus dann in die freie Fahrt oder so irgendwie das Auto testen. Also so ein Prüfstand wird dem ein oder anderen modernen Spiel schon gut tun, würde ich mal sagen. Ne, auch um die Beschleunigung zu testen und alles. Klar, die Werte geben dir meistens alles an, aber für das Gefühl ist das eigentlich ganz cool. Und du konntest dann auch direkt raus auf die Teststrecke eine Testfahrt machen. Und das war schon ein geiles Feature. Vor allem, dass du so viele Feinabstimmungsmöglichkeiten hattest. Das war dann später in späteren Teilen nicht mehr so im Fokus. Also in Underground 2 war das schon ziemlich ausgeprägt. Und ja, benutzt habe ich ihn nie so wirklich. Also das Spiel war jetzt nie irgendwie so schwer, dass ich da unbedingt an einem Auto rumbasteln musste. Das hat sich wahrscheinlich höchstens damals in den Online-Rennen gelohnt, ne? Dass du dann da irgendwie noch einen Tacken schneller bist als die anderen. Aber ansonsten war es das.
Schon irgendwie schade, dass Rennspielentwickler das nicht mehr machen oder gar nicht machen irgendwie mit diesem Feintuning. Also nicht falsch verstehen, Feintuning an sich gibt's, klar, aber halt nicht mehr so, wo du wirklich so animiert auf einen Prüfstand auch extra fährst, auf die Rollen, ne, das meine ich. Naja. Ja, und dann kommen wir nochmal, wir sind noch gar nicht fertig mit dem Innenraumtuning. Jetzt habe ich es schon gesagt, Innenraumtuning, ich meinte allgemein mit dem Tuning. Ja, ihr konntet natürlich auch noch ein paar Features an dem Wagen installieren, wie zum Beispiel Unterbodenbeleuchtung, da gab es wieder alle möglichen Farben, plus pulsierendes Unterbodenlicht. Und dann, wenn du einen Stufe 3 Motor drin hattest, konntest du sogar in Motor Neon einbauen. Und auch im Innenraum selbst, in der Fahrerkabine, das war, glaube ich, in der Originalversion damals nicht. Das war vorgesehen, aber hat es irgendwie nicht reingeschafft. Durch die Mod kann man es jetzt aber hier machen. Und ja, im Kofferraum ging das auch, aber dafür müsste man den Kofferraum erstmal ausbauen. Ne, also umbauen mehr oder weniger. Konnte da also mehrere Verkleidungen auswählen. Jede hatte verschieden viele Slots und dann konntet ihr da Boxen einbauen. Ne? Und haben natürlich die dicksten Dinger erstmal reingeknallt und noch ein paar normale Boxen und dann einen schönen Verstärker und zur Optiknummer ein Nitro-Fläschchen. Und dann konnte es halt nochmal zurück zu den Neonbeleuchtungen gehen und auch da hinten im Kofferraum Neonlichter installieren. Auch Tachos konntest du hier verändern optisch. Auch ein kleines, cooles Feature. Dann konntest du an deinen Scheinwerfer noch mal extra die Beleuchtung einstellen. Einfach rot, grün, blau, was auch immer. Oder einfach die absolute Mega-Verstrahlung. Xenon, 8000K, irgendwas. Also total wild. Und dann gab es hier noch so Sachen wie Nitro-Qualm. Also irgendwie so einen Dunst, den du da rausballerst vorne durch irgendwelche Düsen. Und da konntest du auch verschiedenste Farben einstellen für die Optik. Und wenn du das immer am Start von einem Rennen einmal kurz angetippt hast, hast du ein ganz kleines Fitzelchen extra Nitro gehabt, schon am Anfang. Das war ganz cool. Und dann gab es noch Hydraulik. Ja, Hydraulik habe ich nie so richtig geschnallt. Das hat mal funktioniert, mal nicht. Ganz komisch, war jetzt aber auch nichts Besonderes. Also schon ein bisschen unnötig gewesen in dem Spiel, aber um die Sternebewertung hochzudrücken, war das eigentlich ganz cool. Dann konntest du sogar noch Motorhauben installieren, die optisch anders aussahen. Und sich komplett anders geöffnet haben, so mit einem Muster und so, auch ziemlich abgefahren. Türen konntest du auch machen, Flügeltüren oder eben Selbstmördertüren, auch ganz heftig. Und du konntest auch optisch einige Teile umwandeln in Carbon oder nicht. Das war jetzt noch in einem anderen Tuning-Menü, das hatte ich fast vergessen. Auf jeden Fall gab es dann noch Spinners, diese Spiner-Dinger. Das sind so Felgen, wo sich das einfach, ja, da dreht sich einfach irgendwas weiter, wenn du stehst. Und die waren halt ultra mega hässlich. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass die Bewertung eher auf satanische Ebenen springt. 666 oder was. Also, naja, die haben dir zwar einen guten Boost gegeben in der Bewertung, aber oh mein Gott, also wirklich, die sahen wirklich furchtbar aus teilweise. Und habe ich eigentlich auch nie installiert. Also, man kann hier schon coole Autos bauen, aber das gehört auf jeden Fall nicht mit dazu. Das war es dann aber auch im Gröbsten eigentlich. Das war es so ziemlich mit dem Tuning. Gehen wir jetzt mal zu den Rennmodis. Ja, Underground 2 hatte so einige Rennmodis. Von Rundkurs, Sprintrennen, Drag und Drift, was so klassisch ist. Aber auch Underground Racing League gab es hier und Street X. Die waren komplett neu. Und auch Outrun-Rennen. Da gehen wir dann nach den ganzen anderen Rundkurssingern hier durch. Bubble. Ja, okay. Das lasse ich jetzt einfach eiskalt mal drin. Ja, da auf Outrun-Rennen guckt man dann gleich nochmal, ne? Ich nehme erstmal einen Schluck, Moment. So, entschuldigt diesen Fauxpas. Wir gucken als erstes mal auf die Driftrennen. Da gab es ganz viele verschiedene, auf speziellen Driftkursen, aber auch in den Bergen gab es Drift-Events. Und das Spezielle an dem Spiel war in Sachen Drift-Events, du hattest deine Gegner mit auf dem Feld, was in den alten Teilen oder auch in den neueren Teilen eher nicht passiert ist. Zumindest konnte man sie in Underground 1 nicht sehen, in Carbon konnte man sie auch nicht sehen und auch nicht in Pro Street. Bei Pro Street war nur am Anfang einer dabei und Most Wanted hatte ja gar keine Drift-Events. Ja, und das Driften an sich konnte anfangs vielleicht ein bisschen schwierig sein, kam auch immer darauf an, was für ein Auto du hast. Also da gab es schon ein paar Unterschiede zwischen den Autos, wie gut die sich driften lassen. Aber an sich war das Driften auch ganz cool, ne? Auf diesen weißen Linien, die sehen jetzt durch eine Mod ein bisschen anders aus. Also zum Beispiel Bonuspunkte gekriegt und es macht unwahrscheinlich Spaß, da wirklich sich reinzufuchsen und dann irgendwie richtig dicke Punktzahl zu machen.
Also das macht schon sehr viel Laune. Es war auch immer relativ schwierig, die Drifts zu kombinieren. Also es war möglich, wenn man es drauf hatte, war es dann auch schon leicht, könnte man fast sagen. Aber man hatte halt wirklich ganz wenig Zeit, die Drifts zu verketten, um den Drift noch höher zu hauen, um dann kolossalen Drift oder Driftkönig sogar zu kriegen. Und ja, aber an sich waren die Driftrennen immer ganz cool. Ne? Die haben sich in dem Laufe der Zeit auch immer extrem verändert. Das war jetzt noch sehr nah an Underground dran. In Carbon weiß vielleicht der ein oder andere, fühlt sich das komplett anders an. Das ist auch ein Modus, den ich leider vergessen hatte, glaube ich, in meinem Carbon-Video. Aber war schon auch eine ganz wilde Angelegenheit. Dann haben wir Drag-Rennen, die gab es auch schon in Underground 1, hat sich nicht viel verändert, im Grunde dasselbe Prinzip. Ich habe ja gesagt, die besten fand ich hatte Pro Street, aber hier ist halt auch nochmal anders, hier fährst halt gegen 3 Gegner gleichzeitig und hast halt auch noch den Verkehr und so, also gab schon, klar, das waren halt illegale Drag-Rennen quasi und die in Pro Street waren ja so oft professionell gehalten, aber auch cool umgesetzt. Und ja, die konnten schon schwer sein, der Verkehr war nicht immer dir gegenüber gut gesonnen, ne? Also es ist bestimmt dem einen oder anderen öfter mal passiert, dass du da am Rumballern bist und dann konntest du nicht mehr rechtzeitig die Spur wechseln oder das Auto hat nicht richtig reagiert und dann bist du da irgendwo reingekracht. Und ja, und hin und wieder waren sogar die Bots mal relativ schwer, aber nichts Besonderes an sich so, war ganz cool auf jeden Fall. Und ja, Drag-Rennen einfach, ne? Ganz geil, dass es da damals so gab alles. Gibt's heute leider irgendwie nie, ne? Heat hat keine Drag-Rennen bekommen, hatte aber Drag-Reifen. Unbound hat, glaube ich, auch keine Drag-Rennen. Ne? Warum man auch immer auf diesen Modus verzichtet, ich verstehe es nicht. Aber naja, jetzt habe ich hier zum Beispiel eine ganz coole Sache. Wenn man beim Supra zum Beispiel den Stufe 2 Motor benutzt, anstatt den Stufe 3, dann hat der einen ganz anderen Sound. Hört da mal rein. Hört sich einfach 100-mal geiler an. Ja, das war eine wilde Sache, die habe ich irgendwann mal zufällig herausgefunden. Und ja, der Stufe 3 Motor ist jetzt, klingt jetzt auch nicht total, aber besser als Stufe 2 auf jeden Fall nicht. Und ja, hier im Hintergrund sehen wir jetzt Sprintrennen, die kennt jeder, das sind einfach A nach B fahren, ne? Ganz normale Sprintrennen, nichts Besonderes. In Underground 2 hatte man halt auch wieder abgesperrte Strecken mit diesen Barrieren, die man auch gerne mal wallriden konnte. Und das gleiche gilt eigentlich für den Rundkurs. Das ist auch ganz simpel, ist jeder mit vertraut, braucht man nicht viel darüber erzählen. Was halt auch lustig war, in Underground 2 noch, da konntest du halt auch die Bots einfach so wegkicken, ne, wegschieben. Das ging dann in Most Wanted schon nicht mehr so einfach. Oder fast gar nicht, außer vielleicht du hast deinen Speedbreaker benutzt. Und ja, Rundkurs, Sprintrennen ist jetzt kompletter Standard, hat eigentlich jedes Rennspiel. Und gehen wir mal weiter. Ja, Street X war ein neuer Rennmodus, den ich auch ganz cool fand eigentlich. Das waren im Grunde auch einfach nur Rennen, aber auf diesen abgesperrten Drift-Strecken, die da ganz speziell halt für die Drift-Events waren, die auch sehr nah an den Underground 1 Strecken dran waren. Und darauf seid ihr dann einfach quasi ein Rennen gefahren, ne? Das konnte hier und da schwierig werden, wenn die Bots ordentlich Knallgas gegeben haben. Also die sind da schon ganz speziell gefahren. Die Varaband KI war aber sowieso ziemlich heftig in Underground 2. Das sieht man besonders in den Outrun-Rennen gleich. Und ja, ich fand den Modus eigentlich ganz cool. Hat Spaß gemacht. Den konnte man teilweise fahren, ohne zu gucken. Ich mache das gerne mal im Livestream. Da gucke ich wirklich nur unten links auf die Karte, weil das ist alles so breit gemacht. Da kannst du echt fahren und lenken, ohne dass du genau hinguckst, wo du überhaupt hinfährst. Ja, und das war ein Street X-Rennen. Cooler neuer Modus auf jeden Fall, gibt es heute auch nicht mehr. Zu guter Letzt, was so die Hauptrennmodis angeht, haben wir dann die URL-Rennen. Das stand für die Underground Racing League. Da haben die sich quasi Zugang zu abgesperrten Rennstrecken geschaffen und sind da ihre Rennen gefahren. Das waren so irgendwie so eine Art Turnier unter den Underground Racern. Und wie gesagt, das waren halt abgesperrte Rennstrecken oder auch auf dem Flughafen gab es ein paar Strecken. Und die musste man in der Karriere dann immer mal wieder fahren. Wirklich, du hattest halt immer so einen Fortschritt, dass du ein paar normale Rennen in der Stadt gefahren bist und dann irgendwann hast du ein URL-Rennen freigeschaltet. Und mit diesen Rennen konntest du halt auch dann jedes Mal ein neues Auto freischalten. Also nach jedem URL-Rennen hast du dann ein neues Auto gehabt. Und das war auch immer unterschiedlich, wie viele du fahren musstest, je nachdem, welchen Sponsor du hattest. Aber da kommen wir auch noch zu gleich. Und ja, war auf jeden Fall auch ein ganz interessanter Rennmodus auf jeden Fall. Und ich fand auch immer hier diese
ja, Enden gut von den Rennen, ne? Wo du hier noch ein bisschen rumgeprollt hast und so ein Kram. Ne? Das gab dem Ganzen irgendwie auch ein bisschen mehr Atmosphäre. Ne? Ja, für die Outrun-Rennen gehen wir erstmal in den Karrieremodus. Da gibt es zum Beispiel auch zu sagen, man konnte halt 5 Autos haben. Du hattest 5 Slots, die musstest aber auch erst einen nach dem anderen freischalten. Und da konntest du dann verschiedene Autos tunen. Und ja, war leider ziemlich begrenzt. Im Most Wanted war es dann mehr irgendwann wieder. In Underground 1 hattest du ja zum Beispiel auch nur ein Hauptauto und konntest da immer nur durchwechseln. Aber ja, so viel zu dem Thema Auto kaufen in Underground 2. Das war auch immer ein bisschen knapp mit dem Geld. Ne, du konntest also jetzt nicht sagen, ja, ich kaufe mir jetzt wieder einen anderen Wagen und so. Also, ne, du konntest jetzt nicht irgendwie 20, 30 verschiedene Autos in der Karriere fahren. Du musstest da schon wirklich dir ein paar Autos aussuchen und die dann tunen, weil sonst hat irgendwann dein Geld nicht mehr ausgereicht. Ja, an sich war die Karriere auch ziemlich Standard, was man heute so kennt ungefähr. Du hattest halt überall Events, die du fahren musstest und so weiter. Das Nervige an Underground 2 war halt immer, du musstest immer hin und her fahren und das 100 Jahre hat das gefühlt gedauert, immer zwischen den Events zu fahren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Mod installiert, mit der ich einfach mich porten kann. Da klickst du einfach auf ein Event, um dein GPS zu aktivieren, drückst dann aber auf Nein und das teleportiert dich dann direkt dahin. Beste Mod ever in Underground 2, kann ich nur jedem empfehlen. Also das spart dir Unmengen an unnötigem Hin- und Hergefahre. Es gab auch ein paar kleine Secrets, zum Beispiel Events, die dir auf der Map nicht angezeigt werden. Hier haben wir zum Beispiel so ein Drag-Rennen. Ne, das wird mir nicht angezeigt, das sind dann quasi mehr oder weniger Bonusrennen. Je nachdem, in welcher Stage der Karriere du dich befindest, gab es da ein paar auf der Map verteilt. Und damit konnte man sich halt ein bisschen extra Cash ranholen. So, dann sind wir hier bei den Outrun-Rennen. Ihr habt gesehen, ich habe den direkt weggekickt. Das war so eine Sache, die man machen konnte, wenn man die herausgefordert hat. Und ihr seht oben links die Meteranzeige. Ihr müsst 300 Meter von eurem Gegner wegkommen, um zu gewinnen. Und umgekehrt genauso, wenn ihr 300 Meter zurückliegt, verliert ihr. Und das war nicht immer einfach, weil ihr seht ja hier, obwohl ich den gerammt habe, die Rubberband kickt richtig hart rein in Outrun-Rennen manchmal. Also ist schon extrem brutal und die folgen einem auch ziemlich gut, was ich ultra witzig finde, wenn man jetzt mal an den moderneren Need for Speed so sich die Cops anguckt. Ne? Sei es 2015 als bestes Beispiel, da schafft es die Polizei nicht, dich zu verfolgen ordentlich und hier macht es einfach irgendein random Street Racer. Das war wahrscheinlich so der Vorläufer der Most Wanted Polizei-KI, dieses Verfolgungsding. Und ich denke mal, die haben diese Outrun-Rennen auch damals genutzt, einfach um diese Mechanik zu testen, wenn dich ein KI-Fahrzeug wirklich direkt verfolgt und deine exakte Route halt verfolgen muss und nicht nur die vorgegebene Route eines Rennens oder so. Und man konnte die auch gut trollen hier in dem Spiel, wenn man es wusste. Also ja, wahrscheinlich ist das ein kleines Secret, was ihr damals nicht kanntet oder nie dran gedacht habt. Wenn man hier an bestimmte Orte gefahren ist, konnte die KI dir nicht folgen, weil da einfach kein Path war, ne? KIs kriegen ja immer bestimmte Paths, egal in welchen Spielen, wo sie laufen können, wo sie hin können. Und ja, hier dieser Parkplatz zum Beispiel war einer der Orte, wo die nicht hin konnte. Und ihr habt auf dem Radar vielleicht gerade gesehen, er ist einfach Brain AFK weiter geradeaus gefahren und hat quasi für mich ja, aufgegeben, mehr oder weniger. Ne? Also so konnte man Outrun-Rennen damals richtig easy machen, in dem Gebiet hier zum Beispiel. Und sich da ein bisschen an Geld hinzuverdienen. Wirklich einfach immer hinfahren, Führung übernehmen, da reinfahren und dann war's das. Und ja, Outrun-Rennen waren schon ein geiles Feature. Gibt es heutzutage auch nicht mehr. In Forza Horizon gibt es so ein ähnliches Feature, quasi Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber da geht es halt auch nicht direkt darum, halt Entfernung aufzubauen, sondern da wird dann auch ein Ziel vorgegeben und der Erste, der da ist, gewinnt. So Outrun, wo du halt wirklich die Richtung vorgibst als Führender, gibt es einfach nicht mehr. Und das ist ein cooler Game-Mode gewesen damals. Ja, schade eigentlich, dass es das nicht mehr gibt. Heutzutage wäre es eigentlich super easy, so einen Spielmodus zu machen für den freien Fahrtmodus. Jetzt vielleicht ohne KI, wir haben ja viel Multiplayer heutzutage. Es würde dir schon reichen, wenn du irgendeinen Spieler, der bei dir ist, mit dem du das spielen willst, einfach nur markieren könntest über die Karte und dann quasi immer angezeigt wird, wo der ist und wie weit der weg ist. Und schon könnt ihr euch eure eigene Regel setzen. Und 300 Meter, 500 Meter, ja, easy. Ja, und wie gesagt, Outrun-Rennen konntet ihr halt quasi auch unendlich fahren. Und das war halt ganz gut, um euer Geld ein bisschen aufzufrischen und ein anderes Auto zu kaufen. Weil, wie gesagt, ihr konntet nicht einfach wahllos Autos kaufen.
Ne? Sonst ist euer Geld flöten gegangen und es war nicht so einfach, nach den ganzen Rennen wieder Geld zu verdienen, weil die Events halt irgendwie verschwunden sind. Ihr konntet die nicht einfach wiederholen teilweise. Wie zuvor in Underground 1 gab es auch hier noch Magazine, wo ihr dann posen konntet und so weiter. Und dann habt ihr da irgendwelche Cover gehabt mit irgendwelchen Chicksen oder sonst was. Und die konntet ihr teilweise wirklich selber ein bisschen Design mehr oder weniger. Es gab halt die Möglichkeit, dass ihr... Warte mal, ich glaube, ich habe da sogar was. Sodele, ja. Nach manchen Rennen habt ihr halt Einladungen bekommen von Rachel, ne, dass irgendein Magazin euch ablichten will und dann ist da so ein Stern erschienen und dann musstet ihr dann hinfahren. Aber mit der, ja, Teleport-Mod zum Beispiel sind diese Events ultra easy und sparen dir auch wieder tonnenweise Zeit. Hier musstest du zum Beispiel in einem bestimmten Zeitraum halt an der Location ankommen, wo der Fotograf ist. Ja, gut, juckt dich jetzt nicht wirklich. Du gehst einfach auf die Map, wählst da dein Sternchen an. Und schwubbdiwupp bist du halt da, ne? Das ist halt sehr geil, diese Mod. Und ja, dann konntest du nicht immer, aber oft posieren. Du konntest dein Auto so hinstellen, wie du wolltest. Du konntest den Background quasi bestimmen. Konntest aber auch Motorhaube, Tür oder so öffnen, was von deinem Motor zeigen und. Also eigentlich auch ein ganz cooles Feature, war aber auch wirklich nur so ein kleines, nettes Gimmick. Ne? Mehr war das auch nicht. Hat dir halt auch noch ein bisschen extra Cash gebracht. Und The Land of Radioactive Lizards Brings the Pain, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann gab es hier noch Sponsoren, da wurde dann quasi entschieden, wie viel URL-Rennen du fahren musst oder wie viel Sponsorenrennen und du hast dafür extra Belohnungen bekommen. Das war auch ein ziemlich cooles Feature und das ist ein Feature, was ich mir für die aktuellen Teile wünschen würde, weil ihr wisst vielleicht, jetzt wenn wir mal gucken, Forza Horizon zum Beispiel hat ja jede Woche Events, ja, die wechseln jede Woche durch. Ne, und jeden Monat halt komplett so eine Season. Jetzt könnte man doch in Unbound oder zukünftig Need for Speeds hingehen und sagen, yo, du hast jeden Monat eine Auswahl an Sponsoren, ne, verschiedene Rennen, die du fahren sollst und so weiter. Und ja, da wählst du halt einen aus und das hast du dann über den Monat zu tun. Ne? Fahr hier und da 30 Rennen dieser Art und bla bla bla, mach dies, mach das, mach Polizeijagd, bla bla bla. Ne, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Das wäre halt so ein Ding, was man dann jeden Monat wiederbringen könnte, damit die Spieler auch mal mehr zu tun haben, als nur so einen verkrüppelten Pass da, den es da in Unbound gibt. Und ja, auf jeden Fall auch ein geiles Feature gewesen, Underground 2. Also für heutige Verhältnisse wäre es wahrscheinlich besser geeignet. Damals war es halt auch so ein bisschen Pain in the Ass, halt so viele Rennen da zu fahren und alles. Aber ja, damit sind wir auch so ziemlich am Ende. Das ist eine Menge Content gewesen, den ich euch jetzt hier mal gezeigt habe, war. Ja, Underground 2 war halt vollgestopft. Das ist halt das Besondere. Underground 1 war schon cool, war schon gut. Es war einfach... Und dann kommt einfach Underground 2 und macht... so richtig brutal viel neuer Content. Wirklich, also ein Sprung... Content-technisch, der einfach Wahnsinn ist. Du hattest freie Fahrt, du hattest neue Rennmodis, du hattest tonnenweise mehr Tuning. Outrun-Rennen und was ihr alles jetzt gesehen habt. Das war einfach so ein gewaltiger Content-Schwung, dass man sich fragt, wie? Und jetzt kommt ja der Hammer an der ganzen Sache. Wie haben die das geschafft in einem Jahr? Die haben wirklich in einem Jahr, ihr denkt dran, Underground 3, Underground 2, meine Fresse, Underground 1 kam 2003. Underground 2 kam schon im Folgejahr, 2004. Also in einem Jahr haben die so viel Neues in ihr Spiel reingekriegt, das allgemein einfach fertig gekriegt. Die ganze Map-Design, die neuen Autos gebracht, die neuen Tuning-Teile gebracht, auf alle Autos abgestimmt, die neuen Sounds und was da alles geht. Also Wahnsinn, was die in einem Jahr geschafft haben. Und wenn man dann guckt, was die heutzutage in nicht mal 3 Jahren oder so schaffen, ist wirklich traurig. Und deswegen verstehe ich, warum man Underground 2, Most Wanted und die anderen alten Teile immer so abfeiert. Die sind einfach genial und man kann es sich kaum vorstellen, ohne abzujacksen, wenn man einfach daran denkt, heutzutage diese Spiele spielen zu dürfen mit einem funktionierenden Online-Modus. Also mit heutigen Standards in Sachen Online, ne, stellt es euch einfach vor, ihr cruist da in Rockport rum oder hier in Bayview oder in Palm City, wie in World ungefähr, habt diese ganzen Features aus den Spielen von früher, das ganze Tuning,
und so weiter. Die ganzen Rennmodis, die Drag-Rennen, die Drift-Events, Street X, Underground Leagues und so weiter. Das in einem modernen Spiel mit einem guten Multiplayer verpackt, dass ihr da einfach zusammen eure Action erlebt oder Rivalen herausfordert und. Ja, das wäre das Need for Speed. Aber warten wir mal ab, was da nächstes Jahr kommt. EA hat ja schon wieder die Entwickler von Unbound abgezogen. Natürlich wird Criterion weiter an Need for Speed arbeiten, auch am zukünftigen. Aber momentan sieht es ein bisschen kritisch aus. Also, falls es noch ein Update geben wird, naja, ist aber auch jetzt ein Thema für ein anderes Video. Wir haben uns heute mit Underground 2 beschäftigt und sind damit jetzt auch durch. Ich hoffe, ich habe es euch wieder gut vermittelt. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare und schreibt mir auch in die Kommentare, wie ihr Underground 2 gefühlt habt. Warum war es für euch das beste Need for Speed oder warum war es vielleicht nicht das Beste? Vielleicht fandet ihr es ja auch etwas schlechter oder so. Und könnt ihr euch mit den Gedanken, den ich euch hier gerade mitgeteilt habe, anfreunden, was ich gerade gesagt habe, wie so ein neues Need for Speed aussehen könnte mit den ganzen Features jetzt in den letzten paar Minuten. Konnte man das hören? Einfach eine dicke, fette Chopper hier gerade lang gebraust. Naja, ja, schreibt es mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Hilft dem Kanal immer sehr. Kommentare sind wichtig. Genauso wie ein Like. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und abonniert natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin raus und auf Wiedersehen.